Geniale Stimmung. Heute am 4. Oktober 2022 in Merzig an der Saar. Dieses Boot hier, es ist quasi ein Tiny House auf dem Wasser. Es ist ein Boot, mit dem ihr in ganz Europa auf Flüssen Touren machen könnt. Und dieses Boot hier war jetzt eine gewisse Zeit im Einsatz und sucht jetzt einen neuen Besitzer. Wir sind im Yachthafen von Merzig und hier entwickelt sich so ein kleines bisschen eine Geheimadresse für den Verkauf von wirklich Flussbooten, die es in sich haben. Ja, Peter ist bei mir. Da vorne steht er. Ich gehe mal kurz zu ihm. Das ist übrigens mein Steg, auf dem ich gerade laufe. Er wackelt ein bisschen, weil er ist nicht gleich angebunden. Deswegen gehe ich mal schnell hier rüber. Guten Morgen, Peter. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo Sven, grüße dich. Hallo. Ja, wir haben lange nicht mehr gedreht. Das hier ist ein richtiges Prachtstück. Die Sonne kommt raus. Du hast eben noch gesagt, wir hätten heute Nachmittag drehen sollen, aber es macht es authentisch, oder? Genau, das ist eine tolle Herbststimmung und der goldene Oktober steht vor der Tür. Eine schöne Woche erwartet uns und ja, wollte Ihnen die schönen Boote auch eben halt vorstellen. Ja, das Ganze ist ziemlich cool. Du machst das schon, ich sag mal, dein Leben lang so ein kleines bisschen. Kennst dich sehr gut aus mit Booten. Hast selbst einen Führerschein? Ja, selbst Bootsführerscheine, Tauchscheine, Surfscheine, Wassersport ist in der Familie schon über Jahrzehnte verbunden. Und ja, als Familienbetrieb betreiben wir auch seit 28 Jahren die Yachtverschartung hier. 28 Jahre? 28 Jahre, ja. Eine lange Zeit. So, du wirst auch nicht jünger? Ich versuch's. So wie es da ist, aber es ist so, es könnte demnächst, also das Yachtchartering könnte in neue Hände kommen. Sag mal, das ist alles noch nicht so 1000%ig oder wie soll ich das verstehen? Genau, wir sind an der finalen Spur, ein ganz starker Nachfolger ist gefunden und der Übergang würde eben halt nahtlos erfolgen können. Ja, wir kennen es ja schon ein paar Jahre. Wir haben schon Videos gedreht miteinander. Das hier ist quasi ein Wohnmobil auf dem Wasser, so kann man sagen, oder? Genau, das unabhängige Reisen auf den schönsten Flüssen, Kanälen in ganz Europa ist ähnlich und vergleichbar mit dem Reisen und unabhängigen Reisen mit den Wohnmobilen. Bisschen anders, muss man sagen, denn es hat noch eine extrem entschleunigende Funktion. Also wo du ja mit einem auf dem anderen sitzt, es ist auch nicht so verbreitet. Also es gibt viel weniger Boote wie Wohnmobile, oder? In Deutschland. Das ist richtig, genau. Wassersport ist immer noch eben halt ein ganz besonderes Event und eine besondere Art der Fortbewegung. So, das ist kein Gleiter, das ist ein Verdränger. Der ist auch nicht besonders schnell, aber man kann, wenn man will, sehr schnell vorankommen. Wie schnell kann man denn fahren hiermit? Gut, ist ein Stahlverdränger und die Rumpfgeschwindigkeit beim 13 Meter Boot, die liegt so bei 6-7 Knoten. Das entspricht so 13-14 km/h. So, also locker. Ich bräuchte von hier bis nach Koblenz von Merzig. Wie lange? Ja, das sind genau fast 250 Flusskilometer und ist eine Wochenstrecke. Eine Woche? Ja, was man mit dem Auto in 2,5 Stunden oder 2 Stunden schafft, ist mit dem Boot bequem zu fahren in einer Woche. Wenn man als Überführungsturn fahren würde, könnte man es auch in 3 Tagen schaffen. So, man kann hier Probe fahren. Die sind unglaublich wendig, die Boote. Du hast mir erzählt, es gibt da Riesenunterschiede. Die Boote, die ihr habt, sind leicht zu fahren. Genau, das ist eigentlich für uns immer ein Steckenpferd und ein ganz großes von Bedeutung gewesen, dass die Manövrierfähigkeit eben halt von den Booten absolut gegeben ist. Und wir haben nur ganz leicht manövrierfähige Boote. So, Stahl ist das hier. Das bedeutet Lebensdauer von so einem Boot. Wie lange hält sowas, wenn man es pflegt? Bei guter Pflege, ja, da gibt es eigentlich keine Grenze. Also es gibt nur ganz wenig Stahljachten, die eben halt mal ausgesondert werden. Und da ist meistens dann auch über Jahre das Boot nicht gewartet worden. Aber bei einer regelmäßigen Nutzung und Wartung gibt es keine Grenze. Muss das ab und zu mal rausgeholt werden aus dem Wasser? Wird regelmäßig rausgeholt, für die Unterwasserschiffarbeiten zu machen. Und was da zu machen zum Beispiel? Unterwasserschiffarbeit ist dann das Aufbringen eben halt von hauptsächlich dem Antifouling, eben halt für die Bewuchsverhinderung. Und hier bei den Stahlbooten eben halt für den Korrosionsschutz, dass eben halt eine geschlossene Farbschicht eben halt das Unterwasserschiff umgibt. Im Winter, wo ist das Boot denn dann? Also das wird wahrscheinlich genutzt im Sommer, im Frühjahr und im Herbst kann man es nutzen?
Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt Winterlagerplätze, da kann man das Boot in die Halle stellen. Man hat maßgeschneiderte Winterplanen. Hier in Merzig haben wir einen hochwassersicheren Hafen. Das heißt, die Boote können sicher eben halt über den Winter auf dem Wasser bleiben. Hochwassersicher sieht man da hinten, da sind so Pfähle. Das Boot schwimmt quasi mit hier, wenn das Hochwasser kommen sollte, kann sich nach oben bewegen. Das ist jetzt ein sehr schickes Boot. Preis-Leistung, wenn ich jetzt die Luxus-Wohnmobile sehe, das hier liegt auch bei ungefähr wie viel Euro? Ja, Verhandlungspreis wäre 259.000. Vom Vergleich her eben halt mit der Nutzung und Anzahl der Liegemöglichkeiten gibt es auch Wohnmobile in der Preisklasse. Ja, stimmt. Und nicht nur eins. Das ist schnell. Alter hier von dem Schiff? Das Baujahr 2007. 2007. Ist das ein Alter oder ist das, weil ich habe jetzt gesehen, Schiffe, die 100 Jahre alt sind, werden restauriert. Also die halten ja wirklich sehr lange. Genau, nee, das ist kein Alter für das Boot. So, jetzt hat das hier oben, wenn du mir das mal erklärst, da oben ist der Führerstand, wie nennt man das? Steuerstand. Steuerstand, okay. Genau. Ich habe ja keine Ahnung, muss das ganz erklären. Also wenn das jemand jetzt mal sieht und sagt, hey, das könnte mich ja interessieren, ich habe schon ein Wohnmobil, ich will mal fahren, ist der Führerschein schwer? Ist das vergleichbar mit einem C-Führerschein? Ja, hier für die Binnengewässer ist dann der Bootsführerschein binnen erforderlich. Die Bootsfahrschulen bieten die theoretische Ausbildung an. Das lässt sich eigentlich ganz locker bewältigen mit Vorbereitung und Prüfung und im Kostenrahmen um die 350 € auch einen Binnenführerschein zu erwerben. Nochmal, wie viel? 350 Euro. Mehr So, und die Fahrstunden, was sind meist dann 5 Fahrstunden inklusive in diesem Preis. sind schon drin? Sind schon drin. Okay, was gibt es noch für Führerscheine? Gut, jetzt hier für den Binnenbereich, der Bootsführerschein Binnen, dann für den Küstenbereich, die Schifferscheine und dann je nach Kategorie und Entfernung, wie man sich auf See begibt, die verschiedenen Führerscheine. So, das ist einer der Einstiege. Wir gehen hier rein, mal am besten? Oder Wir können hier oder eben halt über das Achterdeck, aber hier Ja, kann man gleich ist zeigen, einfacher. auch ganz toll, eben halt die Edelstahlreling, Edelstahl Einstiegshilfe, eben halt, die sich auch eben halt entweder Backbord oder Steuerbord eben halt verwenden lässt, um ganz bequem an Bord zu kommen. Mal Peter, Schöne Detaillösen, Ja. die man eben halt jetzt immer zeigen kann, auch hier eben halt mit der Edelstahlreling zum Verschließen, die Kette noch zusätzlich zum Verschließen. Da hat die Eignerin sich ganz, ganz toll das Boot selber ausgestattet und spezifiziert. Von daher eigentlich unsere Einschätzung ein wirkliches Träumchen vom Schiff. du kennst das Boot seit Beginn? Oder? Einen neuen Eigner eben halt sucht. Ich kenne die Vorbesitzerin und eben halt die Nutzung und von daher eigentlich das Schiff auch so sehr gut und von daher ist das, ja, wie sagt man, eben halt ein ganz besonderes Schiff, das jetzt einen neuen Eigner sucht. Wer hat das gebaut, das Schiff? Die Werft ist Smelne. Smelne auch eben halt eine ganz tolle niederländische Werft, die ganz tolle Boote auch eben halt produziert und baut. So. Was habe ich zu rechnen an Kosten im Jahr, wenn ich jetzt das pflegen lassen möchte, warten lassen möchte, wenn es nur da liegt? Genau, also wenn man das so eben halt überschlägig sieht, das ist einmal eben halt der Versicherungsschutz, Haftpflicht und Vollkasko, dann vielleicht die Liegegebühr über das ganze Jahr von einem Liegeplatz und Hafen und die regelmäßige Wartung, Instandsetzung, Frühjahr fertig machen und Winterlager. Ich würde immer roundabout sagen, so um die 6.000 € im Jahr. Im Jahr? Im Jahr, das sind die laufenden Kosten. Also kein Vergleich zu den Liegeplatzkosten in Südfrankreich. Oder in was hat man anderen da? Revieren. Da würde man vielleicht nur für den Liegeplatz das bezahlen. Ne? Okay, also Wenn man aber überhaupt das, einen Liegeplatz bekommt. so, wenn man einen bekommt, das heißt, die werden hier vererbt. Gibt es hier noch Liegeplätze? Hier in Merzig und auch eben halt Saar-Mosel gibt es auch Liegeplätze. Das heißt, auch hier beim Erwerb des Schiffes wäre eine Möglichkeit, einen Liegeplatz mit zu übernehmen. So, das heißt, du kannst ja richtige Reisen machen, da können wir gleich noch drauf eingehen. Man kann, glaube ich, durch ganz Europa kann man reisen. Ist das ein Problem mit dem Wasserstand? Da waren jetzt Meldungen, ist es zu wenig Wasser auf dem Rhein und so? Das hat dich wahrscheinlich auch erreicht, die Meldung. Ja, das war natürlich eine extreme Situation in diesem Jahr. Wobei der Rhein eben halt dann die Besonderheit vom Niedrigwasser hatte. Wir Gott sei Dank hier auf Saar und Mosel, dadurch, dass wir mit Schleusen staureguliert sind, hatten Gott sei Dank die Wasserprobleme nicht gehabt und auch nicht so extrem gehabt. So, ich zeig's mal gerade. Das ist
Sehr schick. Das heißt, ich brauche also kein Multimillionär zu sein, um sowas Tolles zu besitzen, oder? Der Motor ist mit drin? Genau, ja. Der ist innen drin. Jetzt erstmal hier eben halt vom Steuerstand her. Alles sehr kompakt und zusammen. Und kann ja gerade mal eben halt auch die Sachen eben halt zeigen. Jetzt noch nicht eingeschaltet, aber eben halt dann Tiefenmesser und Geschwindigkeitsanzeige. Dann hier nachträglich eingebaut von Raymarine ein Kartenplotter mit AIS. AIS, das ist das automatische Identifizierungssystem. Das heißt, man kann, wenn man auf der Berufsschifffahrtsstraße unterwegs ist, jeden Frachter erkennen mit der Information von wo er nach A und B fährt. Aber auch umgekehrt wird man selbst als Schiff von der Berufsschifffahrt erkannt. Also wie so ein Flugzeug quasi, so ein Transponder, so ein bisschen. Ein Transpondersystem. Transpondersystem, genau. Okay. Dann einmal volltanken, was zahlt man? Ja gut, 700 Liter sind die Vorräte vom Dieseltank. Ebenso hat er 700 Liter Wasservorrat, also auch sehr groß. Das ist eine Möglichkeit, um lang autark unterwegs zu sein. Jetzt hier bei unserem Revier nicht so erforderlich, weil man hat hier die tollsten Marinas und ist jeden Abend in der Marina und hat die Möglichkeit dann entsprechend nochmal nachzubunkern. Ja, du hast mir erzählt, der Spritverbrauch ist sehr gering, weil die wirklich in einem Drehzahlbereich fahren, der extrem sparsam ist, also unter 2000 Umdrehungen. Genau, also die Boote eben halt, die haben Nenndrehzahlen von 2700 bis 2800, aber im Verdrängerbereich, und das ist ja eben halt das Wasserwandern auf den Flüssen, das gemütliche Unterwegssein, das rechts und links die Landschaft genießen, dann ist man mit Drehzahlen unter 2000 unterwegs und dann werden diese sehr guten marinisierten Dieselmotoren sehr, sehr ökonomisch und sparsam. Ungefähr, was war das? Hier das Boot hat jetzt einen 6-Zylinder Perkins, ganz tollen Marinediesel, Abgasturbo drin und der lässt sich genauso mit Durchschnittsverbräuchen von 4,5 Liter in der Stunde fahren. 4,5 Liter, das heißt, ich fahre, ist das schon mal so 6-8 Stunden fahren am Tag, gibt es das schon mal? Genau, das ist so die normale Zeit beim normalen Turn, dass man eben halt so 5-6 Stunden auf dem Wasser unterwegs ist. Dann hat man 2 Schleusen zu bewältigen, manchmal 3 und ja. Pflege hier, was ist das? Ist das Boot? Das Holz, echtes Holz, ja, nehme ich an. Oben da ist ein Teakdeck, genau. Und das wird einfach nur mit Schmierseife entsprechend wieder aufbereitet. Ganz wichtig, nie Teakdeck eben halt mit irgendeiner Farbe versehen. Deshalb hat man einfach mal diese große Investition gemacht, ein herrliches Teakdeck rutschsicher am Achterdeck zu haben. Nur eben halt mit Schmierseife behandeln. Und dann kommt automatisch diese Graubildung vom Teak. Aber das ist bei allen Booten bewusst und gewollt so. Rutschsicher, das ist ganz wichtig. Also ich habe eben gemerkt, draußen auf dem Steg, wo wir hier sind, je nachdem wo es ist, unter den Bäumen, da war es schon mal ein bisschen rutschig. Man lernt das alles im Laufe mit der Zeit. Ich nehme an, das ist wie so ein Wohnmobilfahren. Wenn man jetzt sagt, oh, so ein Boot bewegen, das kriege ich nie hin. Das haben schon andere hinbekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wir kennen das eigentlich über all die Zeiten, wo die Gäste, die sich erstmalig mit Wassersport auseinandersetzen, dann einen Führerschein erworben haben, dann bei uns Skippertrainingskurse gemacht haben, ganztägig, dann das erste Wochenende, dann die Wochenfahrten gemacht haben. Ja, bis hin, dass sie später eben halt über die Jahre dann selbst stolze Eigner von den Booten geworden sind. Ja, hier sieht man sehr schön, alles ist rostfrei. Trotzdem so, ich sag mal, eine Korrosion gibt es immer noch, oder? Das jetzt speziell an dem Steuerstuhl, das ist Aluminium, das müsste jetzt eben halt nochmal genau ein bisschen aufgearbeitet werden. Also ein bisschen Flugrost quasi, Alurost. Ist kein Rost, keine Korrosion, sondern eben halt diese, man sagt immer beim Alu, diese Pockenbildung, die einfach mit entstehen kann. So, das heißt also, all das ist im guten Zustand. Wenn ich das Boot rausnehme und mache da eine Wartung, was kostet das ungefähr? Für rauszunehmen, eben halt für Unterwasserschiffarbeit, denke ich, muss man mit Ausslippen, Einslippen und der Unterwasserschiffarbeit so um die 2000 Euro. Auch das bezahlbar. Also wenn ich überlege, was ja auch Wohnmobile für einen Wertverlust haben. Der Wertverlust, wenn er irgendwann mal da ist, der ist sehr gering, oder? Das heißt, ich kaufe das jetzt und kann es in 10 Jahren wahrscheinlich zu ähnlichen Preisen nochmal verkaufen, oder? Genau, die Wertstabilität, das ist eigentlich gerade bei diesen Verdrängerschiffen sehr gut gegeben.
Ja, weil mehrere Faktoren eben halt auf die Preisbildung wirken, wie im Moment eben halt die Veränderung am Neubootsmarkt. Die werden auch teurer? Die Preise leider teurer werden, weil Stahlpreise, Energiekosten auch eben halt leider sich im Moment schneller verändern, wie man sich das wünscht. So, ja, wir gehen am besten mal runter. Ich putze mal hier die Schuhe ab. Das mal sehen. Das ist ein Boot geeignet. Ich habe eben gesehen, da können schon ein paar Leute mitfahren. Was ist denn sinnvoll hier bei dem Boot? Wie viele Leute sollten denn hier, ich sag mal, wenn man, ist ja riesig. Das ist ja doch ein bisschen breiter wie ein Wohnmobil, oder? Ja, das ist eine andere Geräumigkeit. Das macht das auch eben halt beim Boot aus. Hier mit 4,10 Meter die Bootsbreite. Man sagt immer, jeder Zentimeter in der Bootsbreite macht die mehr Geräumigkeit an Bord aus. Und hier der Salon und das Boot ganz toll gehalten, eben halt von, ja, ich sage immer, wie ein Wohnzimmer zu Hause. Das ist sensationell. Wie viele Leute können hier drauf? 4? Von Schlafmöglichkeiten sind 4 plus 2, könnte man sagen. Also 2 in freistehenden Doppelbetten in der Achterkabine, 2 in der Bugkabine. Dann hat sie die Nette, einen Tisch zum Umbauen und man könnte noch einen 5., 6. Schlafplatz und theoretisch im Salon hier noch einen 7. Schlafplatz ermöglichen. Aber die Erfahrung ist eben halt, dass das ein Boot optimal ist für 4 Personen. Von Merzig nach Trier, wie lange brauche ich da? Ist eine Tagesstrecke. Tagesstrecke, da bin ich in Trier. So, und dann komme ich wieder zurück. Brauche ich Zeit, oder? Zum Bootsreisen? Man sollte sich eben halt mit dieser gemütlichen Form des Reisens ja eben halt anfreunden und nicht versuchen, schnell von A nach B zu kommen. Das gibt einfach ein Verdrängerschiff von der Rumpfgeschwindigkeit vor. Okay, es kann irgendwann nicht mehr schneller fahren, das habe ich gelernt. Also, weil es geht nicht. Dann, das ist alles Echtholz hier. Das heißt, ich brauch aufs Gewicht nicht so zu achten beim Boot. Genau, das sind insgesamt ja ein Schiff mit 16,5 Tonnen. Und diese Tonnage, die spielt keine Rolle. Das ist die Wasserverdrängung. Und deshalb kann hier die Werft eben halt mit einem ganz tollen Möbelbau auch glänzen. Und das ist Mellne hier von der Werft her ganz, ganz toll gelungen. Was ist das für ein Holz? Das ist auch ein amerikanisches Kirschholz von der Oberfläche. Das ist der Aufgang. Die ist jetzt rund 15 Jahre alt, also 15, 16 Jahre. Das ist das Schöne hier bei dem Boot, auch wenn man hier dann sieht, Patina. Egal wo, keine Gebrauchsspuren erkennbar, keine Macken, keine Kratzer. Da muss man großes Lob an die Vorbesitzer richten. Die haben das wie ein Juwel behandelt. Und ja, da kann der nächste Eigner sich wirklich drauf freuen. Ich kann auch gerne mal so die technischen Details, wo wirklich auch ganz tolle Lösungen gefunden sind, vorstellen. Und das beginnt, dass man einfach von der Haptik her das einfach versteckt, wo die Batterie-Trennschalter sich befinden. Eben halt die Hauptschalter für Motor und auch Verbraucherkreis und Zusatzbatteriekreis. Ebenso auch hier eben halt dann die Notstopps eben halt für den Motor oder eben halt den Generator oder die Dieselheizung. Heißt, wenn die nicht mehr ausgehen würde, hat man hier die Möglichkeit, mechanisch die Dieselzufuhr zu trennen und eben halt den Motor zum Stoppen zu bekommen. Ne? Genau, ist ein Selbstzünder, habe ich gelernt. Das kann schon mal passieren. Ist mir schon mal passiert. Da ist der Ansaugkreis, hat der Motoröl angesaugt. War unangenehm, dann ging der hoch. Dann ist aber wahrscheinlich keine Chance. Oder? Dann ja, hier beim Bootsdiesel jetzt weniger zu erwarten wäre, war auch theoretisch eine Möglichkeit. Ja, aber die Motoren werden ja nicht so hoch drehzahlmäßig betrieben. Aber die haben an der Einspritzpumpe eine elektrische Abstellung. Und wenn diese elektrische Abstellung versagt, würde der Motor einfach weiterlaufen, bis der Tank leer ist. Ja. Aber das sind eigentlich dann diese perfekten Zusatzeinrichtungen, dass man einfach mechanisch die Dieselzufuhr trennt. Und, dann das ist aber nur für den Fall der Fälle. Nur für den Fall der Fälle. Hast du ihn jemals erlebt? Nee. Noch nicht. So, die Heizung ist mit drin, da ist Eberspecher an Bord. Ist das eine spezielle Schiffsheizung in Eberspecher? Nee, ist auch gleiche Heizung, wie sie bei den LKWs oder PKWs verbaut wird, aber eine sehr leistungsstarke und zuverlässige Heizung. Kann man wohnen in so einem Boot? Also machen das Leute? Ja, ganzjährig. Wäre möglich eben halt mit den Heizungsmöglichkeiten auch. Und hier im Merziger Yachthafen gibt es auch Beispiele eben halt, die den ganzen Winter auf dem Boot leben und
Toll. Also ich finde das genial. Man muss sich halt ein Eine bisschen... tolle Lösung eben halt für den Kleiderschrank. Das ist die Tür zur Achterkabine. So wird er eben halt als Kleiderschrank genutzt. Ah, okay, das heißt, du machst so dementsprechend und dann kannst du es absperren, Genau. dann ist das Schlafzimmer dann Achterkabine, sagst du. hat man die Achterkabine, die Heckkabine eben halt dann genutzt und kann hier die ebenso für den ersten Wartungscheck eben halt am Motor zu verbringen, einfach die Treppe hochheben. Dann kommt man hier an die Wellenanlage, wobei die auch wartungsfrei ist. Ist ein Aquadrive von Volvo Penta. Und aber eben hat die Möglichkeit hier von der Seite auch schon zum Motor zu kommen. Finde ich auch eine ganz tolle und schicke Lösung, die Smelle hier verbaut hat. So, wenn ich jetzt fest liege, habe ich da auch zum Beispiel Strom und Wasser fest? Kann ich sowas kriegen? Vom Liegeplatz her? Genau, also an der Steganlage jetzt hier in jedem Hafen. Also wie beim Wohnmobil ist das. Das heißt, ich kann mich einstecken. Genau. Dann hat man die Landstromverbindung, man hat die Wasserversorgung, man kann seinen Wasservorratstank auffüllen und ja, ist eigentlich autark an Bord. Jetzt hier das Boot, noch ein Zusatz, das sehen wir gleich, wenn wir in den Motorraum gehen, hat von Mastervolt noch einen leistungsstarken Generator an Bord. Das heißt, man bräuchte noch gar nicht den Landstrom, sondern man wäre ganz autark im Boot. Tolles Schlafzimmer, ja. Und für mich auch einfach ein Träumchen eben halt von Schlafraum mit den Möglichkeiten allein hier, was auch bei den Booten ganz toll gehandhabt ist mit diesen beiden, man nennt das Fluchtluken, dass man über die Badeplattform auch aussteigen kann. Aber der Hauptnutzen ist weder die Fluchtsituation, weil das kommt ganz selten bei den Booten hier vor, sondern man hat einfach eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man am Fluss, am Steg liegt, direkt aufs Wasser die Verbindung aufzunehmen und zu sehen. Ne? So, wenn es jetzt sehr heiß ist, gibt es auch die Möglichkeit, eine Klimaanlage nachzurüsten? Geht sowas? Das ist Geht. Hier beim Boot erst recht, dadurch, dass man ja den Generator an Bord hat. Klimaanlagen haben manchmal den Nachteil, dass eben halt die Stromversorgung in den Häfen nicht genügend abgesichert ist. Hier hätte man perfekt die Situation, dass man autark die Stromversorgung mit dem Mastervolt-Generator generiert. Ist Solar ein Thema bei Booten eigentlich? Kommt immer mehr, auch die Umrüstung eben halt, Solaranlagen, Lithiumbatterien, Nachladen. Kommt aber auch immer darauf an, wo die Boote in welchem Revier im Einsatz sind. Dann hat es eine größere Bedeutung. Hier bei uns, dadurch, dass man hier im Hafen Stromversorgung, gute Stromversorgung hat, hat es nicht mehr die große Relevanz. Verstehe. So, jetzt hast du große Schränke. Mach mal auf einen, Dann bitte. auch hier eben halt noch so ein kleines Gimmick. Ein Tresor. Da ist eben halt einen Tresor noch fest eingebaut. Toll. Im Schrank vorfindet. Wobei wir Gott sei Dank hier im Revier Ist hier noch Platz unter dem Bett eigentlich? sehr sicheres Revier haben und also man kann die Matratze hoch machen und dann von oben auch eben halt noch als Stauraummöglichkeit Beladen. nutzen. Aber wenn man jetzt sieht, wie viele Schränke hier auch Es riecht überhaupt nicht. Also das ist ganz interessant hier drin. Du hast gar keinen negativen Geruch hier drin. Das ist ganz, ganz wichtig bei den Booten. Da erkennt man auch immer eben halt ein gut gepflegtes Boot. Das, wie du vorher schon sagtest, eben halt diese Patina in den Booten, die auftritt, wenn die Wartung von der Technik, ja, ich sag mal, nicht ordentlich gemacht wird und in der Bilge Dieselfett, Fett und Öl schwimmt. Und dann hat man diese Geruchsbildung, die verteilt sich über das ganze Boot, die bekommt man auch aus dem Boot fast nicht mehr raus. Das ist so praktisch ein Heizölduft wie früher in den alten Häusern, weißt du noch? Genau, ja. Genau, ja. Aber hier, das ist das Schöne, die Gar riecht nichts. noch neu wie vom ersten Tag an. Ne? Das Bad, gibt es auch ein Bad hier? Genau, wenn wir jetzt, wir können hier Achso, 2 Bäder, oder? Toilette und Dusche getrennt. Okay. Und zum einen haben wir hier auch eben halt eine ganz komfortable Duschsituation mit einer Sitzgelegenheit, mit einer Schranksituation und was auch schon vorbereitet ist, hier passt die Waschmaschine mit dem Trockner einfach rein, angeschlossen, alle Wasseranschlüsse, Stromanschlüsse sind schon vorhanden. Also Waschmaschine mit Trockner. Die Sitzgelegenheit ist natürlich genial. Wenn ich vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß bin, dann kann ich mich da hinsetzen. Aber auch für Kinder toll. Kinder natürlich vorsichtig sein, immer Schwimmwesten anziehen und so. Das lernt man aber alles. Genau, also wenn man sich an Bord begibt und dann hat man all die Sicherheitsmöglichkeiten, die man entsprechend dann für die ganze Familie nutzt. Ist das wie im Wohnmobil? Das Klo hat einen Schwarzwassertank oder wie läuft das? Genau, gehen wir gleich in die nächste und das ist auch hier ganz toll
gemacht, dass Toilette und Duschraum getrennt sind. Hat den riesen Vorteil, dass nach dem Duschschnitt eben halt die Toilettenanlage oder Waschbecken eben halt vom Wasser befreit werden muss. Sehr komfortables Waschbecken. Auch eben halt hier sieht man überall die Stehhöhe, ganz wichtig bei den Booten. Da gibt es auch viele Unterschiede. Und elektrische Zahackerpumpe von der Toilette her. Check mal, wie im Wohnmobil. Und cool. Geht dann in den Schwarzwassertank und Schwarzwassertank je nach Revier wird dann in den Häfen dann abgesaugt und abgepumpt. Und Preis dafür, was zahlt man? Oder ist das in der Liegebühr mit drin? das ist 5 Euro, glaube ich, ein Abpumpen von einem 300 Liter Tank. Das ist unterschiedlich, jetzt hier im Revier auch nicht so gegeben, weil wir bei den Strömungsflüssen wie Rhein und Mosel sogar noch Boote betreiben dürfen, die keine Rückhaltesysteme haben. Sprich, die können im Fluss noch verklappen. Das heißt, du darfst Pipi und Kaka in den Fluss leiten? Genau, es gibt erst einen Tank und dann auf dem Fluss. Die freuen sich, die Schiffe, die Fische? Die Fische freuen sich. Okay. Man muss das einfach in Relation sehen. Es kommt immer auf die Konzentration, das bisschen, was von den Booten kommt, das ist wirklich dann vernachlässigbar, ja. Gut, ist auch keine Chemie, es ist ja das, was die Fische auch reinmachen letztendlich. Genau, ne? das ist das Gleiche. Sehr schön. Also ich bin ganz beeindruckt. Viel gelernt jetzt schon, aber es geht noch besser, denn man kann hier richtig drin kochen. Du kannst, jetzt kommt hier die Sonne rein, das ist ein Traum. Du kannst alles öffnen, damit schön durchgelüftet wird. Oder? Genau, hat rechts und links eben halt die Schiebefenster, hat vorne die Klappfenster. Man kann alle Fenster entsprechend eben halt öffnen und hat überall eine gute Durchlüftung. So, hier ziehen einfach? Genau, die unterste Stufe hoch. Da und dann sieht man, man muss erst die Tür hier öffnen, das ist eben halt mach das mal. Und ich mach es hinten auf, so kannst du... Ich guck mal, film mal gerade einmal kurz rein, dass wir das mal sehen, was hier drunter ist, weil das konnte ich eben nicht gut sehen. Ach, das ist diese Wellenanlage, die du gesagt hast, gell? Genau. Und da ist der Motor. Und danach kommt der Motor, ja. So, es gibt auch ein Getriebe eigentlich bei so einem Motor? Das ist ein ZF45-Getriebe. Okay. In Friedrichshafen, ja in Deutschland produziert, ein sehr zuverlässiges Marinegetriebe, das viele gute Bootsbauer verwenden. Ich komme noch gar nicht drüber weg. Die 350 Euro für den Führerschein, dass das alles so günstig ist. Ja, in den letzten Jahren hat auch die Nachfrage eben halt nach dem Führerscheinerwerb immer mehr zugenommen. Immer mehr möchten auch eben halt die neue Art der Fortbewegung auf dem Wasser kennenlernen und nutzen gerne die Boote eben halt, wo der Bootsführerschein erforderlich ist. So, hier vorne würde ich mir eine kleine Leinwand machen. Wir haben jetzt einen Laserbeamer bestellt. Das Ding ist so geil, ja, von Anker. Das macht 3000 Lumen. Da kannst du ja einfach hier eine kleine Leinwand runterlassen, kannst abends Netflix gucken. Das wäre hier optimal möglich, wobei ich mir vorstellen kann, so am Rhein, man kann auch am Rhein fahren hiermit? Ja, natürlich. Geht. Absolut Rhein- und Donau-taugliches Schiff. Okay, das ist ja wichtig, weil da kann es ja auch mal Strömung geben am Rhein, ne? Der Rhein hat immer Strömung, klar, jetzt bei extrem Niedrigwasser umso weniger, aber eben halt die normale Rhein-Strömungsgeschwindigkeit ist eben halt bei 4 bis 5 km/h, an manchen Stellen mehr. Und das ist hier mit den Booten aber wunderbar zu bewältigen. Das heißt, ich muss, wenn ich den Rhein zurückfahre, gar nicht groß Motorleistungen aufbringen. Das Boot fährt fast von alleine, also rein abwärts dann. Rein abwärts. Das ist auch eben halt genau, wie man ja sagt, diese große Sauerkraut-Tour, die hier in der Region sehr gut bekannt ist. Ja. Diese Tour eben halt über Saarkanal, Rhein-Main-Kanal bis Straßburg und dann Straßburg abwärts bis Koblenz. Die heißt wie? Sauerkraut? Die große Sauerkraut-Tour. Warum heißt sie Sauerkraut? Sauerkraut eben halt deshalb, weil sie ja durch Elsass-Lothringen führt. Elsass-Lothringen ist das Nationalgericht La Coucouroute, das Sauerkrautgericht, und das hat der Reise den Namen gegeben. Da gibt es dann die große Sauerkraut-Tour über Straßburg und die kleine Sauerkraut-Tour über Nancy, dann an Pont-à-Mousson, Metz, Luxemburg vorbei, diese 3-Länder-Tour. Eigentlich, was unser Revier auszeichnet, als einmaliges Revier in ganz Europa, ja, vielleicht auch weltweit, wo man die Möglichkeit hat, in einem Turn, in einer Rundfahrt
3 Länder, 3 kulinarische Erlebnisse und so viel unterschiedliche maritime Anforderungen eben halt auf einer Reise zu erleben. Ich finde das sensationell. Also ich habe ja schon seit Jahren nicht mehr mit dir gefilmt, aber mittlerweile haben wir ja schon ein paar mehr Zuschauer, die das auch bestimmt ganz toll finden. Man ist wahrscheinlich ein bisschen älter. Du hast wahrscheinlich keine 20-Jährigen, die das in der Regel machen. Also ganz unterschiedliche Erfahrungen. Natürlich das größte Publikum ist mittleren Alters oder ältere Gruppen, aber mittlerweile die Nachfrage von ganz Jungen, die eben halt sehr früh den Führerschein erworben haben und diese neue Art des Reisens auch eben halt für sich gefunden haben, kommt immer mehr. So, hier vorne hast du eine Dinette, du hast es eben schon erwähnt. Die ist richtig groß. Da können also 6 Leute locker drin Platz nehmen. Wenn ich kleine Kinder habe und lade zum Beispiel mal Family ein, hier auf dem Boot kannst du ja hier auf dem auf jeden Fall viel mitnehmen. Das ist schon, ich finde, es sieht von außen relativ klein aus. Wenn du mal drin bist, dann denkst du, es kann doch gar nicht wahr sein, oder? Ja, das ist genau eben halt die Atmosphäre im Boot kann man nur erkennen, wenn man durchs Boot geht und dann die Details eben halt auf sich wirken lässt. So, hier vorne hast du dann ein Schlafzimmer für, kann gar nicht, man schläft hier quer wahrscheinlich. Auch quer, eben halt für 2 Personen. Ich hatte es vorher schon mal aufgebaut, da gibt es ein Zusatzbrett. Ich kann es auch gleich mal nochmal zeigen. Man kann das als V-Kabine dann auch weg und zur Seite legen. Je nachdem, also die rechts und links würde sich auch dann schon eine Person hinlegen können, so eben halt als Doppelbettstelle mit 2 Personen. Verstehe, das geht also hier durch bis dahin. Genau, ich zeige mal gerade, dass man das mit 2 Handgriffen einfach weglegt. Das Brett kommt dann nebendran in den... Achso, da habe ich mehr Platz hier unten. Und in den Schrank und dementsprechend kann man dann die Kabine nutzen. Warte, ich gehe mal rein. Dann auch hier eben halt dann abschließbar, das heißt also das zweite Ehepaar an Bord hat dann seine eigene Nasszelle, eigenes Waschbecken, eigene elektrische Toilette und ist also... Auch hier riecht nichts, es ist echt toll. Also ich hatte immer so Bedenken, es riecht vielleicht nach Diesel oder so, aber gar nichts. Das ist immer genau das Zeichen, dass ein Boot wirklich ganz toll und liebevoll gepflegt worden ist. Und das macht genau die Wertstabilität aus. Duschen aber nur vorne, gell? Dusche ist dann genau in der Dusche in der... Man wechselt sich dann ab, aber hier könnte ich ja dann alles machen. Das heißt, Leben hier auf dem Boot wäre gar kein Problem. Also du könntest hier, wenn du dich ein bisschen an die Größen und so weiter hältst, kann man damit auch im Winter zum Beispiel nach Spanien fahren? Gibt es auch Flüsse, wo ich dann ein bisschen, oder gibt es unten jetzt in Italien, weil da ist ja noch ein Gebirge dazwischen, oder? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, ne? Und auch die Turns haben wir schon mit organisiert, diese Langzeit-Turns. Also man hat hier die Verbindungsstrecke von der Mosel bis nach Nancy. Vom Nancy geht es dann auf den Vogesenkanal, über den Vogesenkanal auf die Saône, dann auf die Rhône. Die Rhône endet dann bei Port de la Nouvelle in Südfrankreich. Dort ist dann die Einstiegsstelle aufs Mittelmeer und dann vom Mittelmeer könnte dann, und das haben auch schon Boote gefahren, eben halt dann an der Küstenlinie vorbei, Perpignan vorbei, dann um die Ecke und dann ist man schon in Costa Brava in Spanien. Ja, da braucht ja wahrscheinlich den Seeführerschein dann, oder? Da braucht man dann, sobald man eben halt aufs Meer geht, auch dann den Bootsführerschein See. Das ist korrekt. Ist der schwer, oder? Ist genauso leicht und so schwer wie der Binnenführerschein, hat nur noch 100 Fragen mehr zu beantworten und von Kosten auch her eben halt vielleicht noch 150 € teurer wie der Binnenführerschein. Ich kann den Führerschein hier machen in der Region? Wir haben hier mehrere Bootsfahrschulen, einmal hier die Volkshochschule in Merzig, wir haben in Saarbrücken die Bootsfahrschule Brote, SLT, also mehrere Bootsfahrschulen, Poseidon. Dann von Luxemburg, Yachtcrew, die auch ihre Bootsausbildung bei uns auf den Booten machen, dann im Nacherwerb dann die Schleusenfahrten mit ihren Teilnehmern machen. Also da hat man mehrere Möglichkeiten. Toll. Also das Boot ist zum Verkaufen rund 250.000. Habe ich mitbekommen, rund, habe ich jetzt mal gesagt. Also der Preis jetzt hier? Der Fragpreis. Ne? Der Fragpreis, so. Das heißt, hier kann ich mich denn, wenn ich gar keine Ahnung habe, sehe das hier jetzt und sage, hey, das ist ja mal eine tolle Geschichte, will ich machen.
Bekomme ich alles, was ich brauche, kann ich hier lernen, auch bei dir, oder? Das heißt also, wie man das fährt, das Schiff fährt, sagt man fahren? Das Schiff? Genau, fährt das Schiff. Genau, das ist so ein rundum Sorglospaket, dass man das mit vorbereitet, das Boot vom Handling her zeigt, dass man die technischen Einweisungen, die ganzen Details eben halt dann zeigt und was alles so schön eben halt dann mitgibt. Unglaublich schön gemacht. Hier hast du natürlich hier die Dachluken, die drauf sind, alles ein bisschen anders wie im Wohnmobil, alles viel stärker, viel besser. Man muss hier nicht so aufs Gewicht achten. Weil also das Gewicht keine Rolle spielt, das ist richtig. Man kann auch hier so eben halt die weiteren Details zeigen, was man hier Trennsystem eben hat, das eben halt dann gegeben ist. Also man hat wirklich auch, ich sag mal so, wie wir es von unseren Ninsenjachten kennen, eben halt auf den Raumkubikzentimeter alles eben halt erreichbar gemacht. Hier die Wartungsmöglichkeiten, eben halt von der Bugschraube und halt die Dinge mehr. Es wird kein Raumkubikzentimeter verschenkt. Gut, die machen das wahrscheinlich auch schon ein paar Tage. Warte mal kurz, ich habe nicht gefilmt. Auch hier eben halt dann die Granitoberfläche für die Küchenarbeitsplatte. Ich koche mit Gas hier eigentlich? Zu Hause, man kocht mit Gas, hat Vorrat 2x11 Kilo Flasche, also auch autark, hat einen Backofen mit drin. Und wenn man hier oben sieht, auch eben halt eine Dunstabzugshaube, die wird einfach ausgefahren, dann springt die von alleine an. Dann Kühlschrank, auch mit einem Gefrierfach. Wo ist der Kühlschrank? Der ist hier. Der Kühlschrank ist hier, das ist auch eben halt schön verblendet und gut versteckt. Du kochst mit Gas hier? Und kocht mit Gas, genau. So, hier ist Gas. Und die Gasflasche, wo ist die? Die sitzen außen eben halt mit der Verbindung zur Sicherheit nach außen. Vorrat 2x11 Kilo. Toll. Wir gehen am besten mal raus, denn das Leben hier spielt sich ja unglaublich draußen ab im Sommer. Du hast... Aber eine Sache sollte man nicht vergessen. Was denn? Technik wollte ich mir unbedingt noch zeigen. Den Motor, oder was? Der Motor. Vielleicht gibt es einen Motor hier. Drin. Du hast oben die Panel gesehen, nicht, dass du... Wie kommen wir da ran an den Motor? Dann echt hier? Nicht gerne, genau. Okay. Also man stellt einfach hier, ist auch ein Tisch, der höhenverstellbar ist. Dann auch mal hier nochmal zu sagen, ganz tolles Leder eben halt. Echtes Leder. Ist ein echtes Leder, kannst du mal drüber fahren. Das ist wirklich ganz, ganz weich und ganz toll. Dann eben halt die Zugänglichkeit zum Motorraum, auch hier eigentlich mit vielen Details schon und sehr schön gemacht. Sprich für Seefilter zu kontrollieren, eine eigene Abdeckung, dann kommt man an die beiden Seefilter ran. Hinten ist dann noch eine eigene Abdeckung für den Ölmessstab. Also man bräuchte gar nicht das, was wir jetzt machen, um einfach mal die Technik zu sehen, dass man es komplett abdeckt. Kann man auch über diese Einzelluken dann schon an die wichtigsten Kontrollstellen dann kommen. Wie gesagt, vom Motor her, ich decke es mal noch weiter auf, dass man den Motor dann komplett sieht. Boah, ist ja total spannend. Ist ein bisschen anders wie im Wohnmobil. Ja, das... Und der Motor, was hat der ungefähr für einen Hubraum? Was denkst du? Andere Möglichkeiten. Der hat 5,8 Liter Hubraum, ist ein Perkins 6-Zylinder-Motor. Wie gesagt, hier jetzt das wäre Detail für... 5,8 Liter? Also Drehmoment ohne Ende, oder? Genau, das ist eigentlich heute auch eben als Stand of the Art, dass man die Motoren in die Verdrängerschiffe baut mit dem hohen Drehmoment und dann dieses Austarieren von Getriebeuntersetzung, gewähltem Propeller, von Größe und Steigung, Anzahl der Flügel. Das ist heute eben halt die hohe Bootsbaukunst, um die Fahrökonomie und die Manövrierfähigkeit zu gewährleisten. 6-Zylinder? Und es ist ein 6-Zylinder, genau. Okay. Das heißt, der sitzt natürlich am perfekten Punkt. Alles ist austariert hier bei dem Schiff, nehme ich an, natürlich, oder? Genau, ja. Das ist an vielen Details auch eben halt dann immer wichtig bei den Booten. Das ergibt nachher eben halt das optimale Fahrverhalten. Ne? Blöde Frage, da vorne sehe ich so einen Wärmetauscher. Ist das ein Wärmetauscher, den ich dann habe? Das heißt, ich kann auch warmes Wasser generieren mit dem Motor? Genau, also das Warmwasserversorgung läuft einmal über die Motorwärme vom Motor. Der Motor hat ein Primärkühlkreislaufsystem und ein Sekundärkühlkreislaufsystem. Hier kann man es zeigen, hier gehen die beiden Schläuche ab vom Primärkühlsystem und die gehen durch den Boiler, der sitzt hier hinten von Sigma
Und hier sogar ein 110 Liter Boiler, der ausreichend heißes und warmes Wasser dann macht. Über die Motorwärme. Also während der Fahrt habe ich da keine Not. Wenn man dann längere Zeit eben halt an Bord im Hafen liegt und dann der Motor abgekühlt ist. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn Landstrom 220 Volt anliegt, über ein Thermostat im Boiler genauso warmes Wasser nachzugenerieren. So, Masterhold-Technik, die ist da unten natürlich Bleigel. Ist Lithium noch nicht im Kommen, oder hier? Ist noch nicht verbaut, aber eben halt bei den Booten in Umrüstung auch immer mehr am Kommen. Ist das ein Thema mittlerweile? Also Lithium? Nicht so stark, oder? Nicht so stark wie bei den Wohnmobilen, weil einfach eben halt die Autarkie schon gegeben ist, dadurch, dass man ja viele Häfen jeden Abend in einem Hafen liegt mit einer guten Landstromversorgung. Das kann in anderen Revieren anders sein. Aber jetzt hier bei dem Boot, bei der schönen Isabella, bräuchte man es sogar gar nicht, weil hier hat die Eignerin sich einen ganz tollen Mastervolt-Generator 6,5 kW einbauen lassen. Wo ist der? Der da? Das ist hier. Genau. Okay. Von daher hat man eigentlich von der Stromversorgung her alles autark an Bord. Ist das hier so ein Löschsystem oder was ist da? Das ist eine automatische Motorraum-Löscheinrichtung. Das heißt, wenn hier unten eine Qualmbildung wäre, dann würde der automatisch auslösen und ablöschen. Krass. Dann viele Sachen der Sicherheit, die Dieselvorfilter gedoppelt, umschaltbar, dann genauso eben halt Sekundärsystem. Sprich, wenn jetzt Unrat oder Treibgut oder wenn man auf den Kanälen fährt, wo Grünschnitt im Kanal ist und ein Filter zugeht, dann schaltet man um. Man bräuchte noch nicht mal den Filter zu reinigen, man könnte unmittelbar weiterfahren. Also sehr viele Sicherheitsdetaillösungen, die dieses Boot auch eben halt dann schon an Bord hat, was sich manchmal der ein oder andere Eigner noch nachträglich umbauen lässt. Sehr schön. Gut, das hat sich gelohnt, die Tour. Dann hier ist ein Sonnendeck. Das heißt, du kannst das öffnen im Sommer. Ist das schwer zu öffnen oder bleibt das eigentlich zu? Können wir gleich mal zeigen, aber vielleicht wollen wir eins nicht versäumen zu zeigen. Also auch noch so Sachen, die Einrichtung eben halt von den Warnmelder. Dann finde ich ganz toll eben halt, dass man die Elektronik eben halt dann optisch hinter den Schränken eben halt verbaut. Hat einen Gaswarndetektor mit drin, hat einen Inverter mit drin, das Schaltpult ist remote, alles eben halt zu bedienen. Man hat einen Überblick über die ganze Stromversorgung, es ist alles leicht zu bedienen, gut beschriftet und leicht zugänglich. Generator wird hier auch gestartet und hier sieht man dann auch eben halt alles optimal verklemmt und wunderbar von der elektrischen Anlage. Das kann ich wirklich sehen lassen, oder? Das heißt auch Elektriker. Perfekt. Das ist perfekt, genau. Der wird hier sagen, hey, das ist Stand der Technik. Perfekt gemacht. Ja. Und so geht das auch weiter. Und da sieht man auch, wie viel Bordtechnik eben halt verbaut ist. Und das ist eigentlich heute auch eben halt das A und O von einem guten Boot, dass man gute Installationen hat, nachvollziehbare Installationen hat. Das hier ist 12 Volt, oder? Und das ist sowohl 12 Volt wie auch eben halt dann die Verteilungssituation und auch hier vom Raymarine, oben vom AIS, vom Kartenplotter. Also alles professionell. Bussysteme, die dann auch mit verwandt worden sind. Was hat die neue mal gekostet eigentlich? Boot eben halt ganz, ganz wichtig, hat alle Bordunterlagen, alle Schaltpläne, alle Garantieunterlagen, alles ist lückenlos vorhanden. Das findet man bei den gebrauchten Booten auch manchmal sehr selten. Isabella ist der Name, glaube ich. Genau, ja. Deshalb die Eignerin hat mit viel Liebe und Detail das Boot ausgestattet und genauso fahrfertig wäre sie unmittelbar eben halt für den nächsten Eigner zu nutzen. Ready to use. Genauso eben halt hier Fernseher mit automatischer Satteinrichtung. Gibt es eigentlich einen TÜV eigentlich bei Booten? Für die Privatnutzung nicht. So, das sind Bei der gewerblichen Nutzung gibt es ein Bootszeugnis. Da wird eine technische Abnahme alle 10 Jahre vorgeschrieben, dass ein Bootssachverständige eben halt die Sicherheit kontrolliert, weil es ja da eben halt um den Vermietbereich geht. Aber hier im privaten Bereich eigentlich nicht. Schöne indirekte Beleuchtung von der Steuerung her.
Also viele kleine und sehr schöne Details. Darf ich hoch jetzt? Gerne. Tja, du hast ja recht, ich habe ja viele Sachen nicht gezeigt. Aber es ist ja ein Haus auf dem Fluss oder auf der See. Das Salzwasser macht dem gar nichts, oder? Wenn ich mal. Wäre auch salzwassertauglich, hat die B-Zertifizierung, das heißt also im 12-Seemeilen-Bereich auch vom Versicherungsschutz und Haftungsrecht her einsatztauglich. Also von daher das Boot, wie du es vorher angesprochen hast, für bis an die Costa Brava zu fahren, wäre geeignet. Ich bleibe dann an der Küste, bleibe ich dann. Genau, dann bleibt man im küstennahen Bereich und fährt je nach Wettersituation mit entsprechendem Wellengang und begibt sich da nicht in Hochseesituationen. Dafür ist ein Verdrängerschiff dann auch nochmal nicht gebaut. Okay, verstehe. Ganz wichtig hier beim Boot warte. ist mehr eben halt für diese Kanalsituation. Und wir haben hier den Mast mit den ganzen Geräteträger, mit den. Komm, wir gehen mal raus, dass wir das mal zeigen. Und das ist das Schöne hier beim Boot, wenn es über die Kanäle geht, der Mast ist elektrisch umlegbar. Elektrisch. Genau, also per Knopfdruck vom Steuerstand wird der umgelegt. Ich muss aber nicht jedes Mal hier im Fahrerstand muss ich nicht abbauen, oder? Nee, auf Saar und Mosel gar nicht. Wer nur für die Situation jetzt auf den Saarkanal oder Rhein-Main-Kanal geht, da hat man Brückendurchfahrtshöhen von 3,50 Meter und dann müsste eben halt der Mast nur gelegt werden. So, ich muss also nicht hier abbauen dann. Das ist kein Problem. Die Fahrpersendung hier passt die dann noch. Die Fahrpersendung passt noch. Gut. Wenn eine tiefere Brücke ist, dann wird die Persenning und das Stängel umgelegt. Das ist alles so vorgerichtet, dass das alles Zustand hier ist die Verrottung und so weiter. Das hast du alles nicht wie beim Wohnmobil, dass hier zum Beispiel die Klappen irgendwie kaputt sind nach 10 Jahren. Das ist kein Plastik, nehme ich an, oder? Nee, die Gebo ist also der Markenhersteller auch für diese Decksluken und das ist schon robuste Bootsbaukunst. Und diese Decksluken vergleichbar werden ja auf den Hochseesegelyachten, wenn man jetzt eben halt auch die Rennjachten sieht, da werden die gleichen Materialien verbaut und die müssen 100% dicht sein. Wenn ein Boot durchkentern würde, so, und hier für den Binnenbereich muss ja nur der Regen, wenn er dann Gott sei Dank jetzt wieder kommt, dann eben halt abgedichtet werden. Da ist auch ein Funkgerät dabei? Ja. Funkgerät ist mit dabei, genau, auch mit Artis. Und ja, Sprechfunkzeugnis ist dann erforderlich. Artis ist dieses Transponder, oder? Auch eben halt ein Identifizierungssystem. Das heißt also die Landfunkstellen oder die Wasserschutzpolizei oder die Schleusen können anhand von dem Selektivcode eben halt feststellen, dass das Boot registriert ist hier für die Isabella. Und wenn jemand missbräuchlich eben halt die Funkgerät benutzen würde, könnte man es ausfindig machen, von welcher Funkstelle eben halt der Gebrauch ausgeht. Ist das schön hier, ist total entspannt hier bei euch im Hafen. Das ist das Schöne hier, so nah dabei und man hat direkt eigentlich hier die Hafenatmosphäre und ja, von daher eigentlich direkt den schönsten und ruhigen Platz, den man sich wünschen kann. Manchmal, da hinten ist so ein Kinderspielparadies, aber im Moment auch ruhig, oder? Genau, also auch hier Merzig hat sich in den letzten Jahren immer weiter entwickelt. Einmal hinten das große Bad, auch mit allen Möglichkeiten. Fußläufig, ja, 5 Minuten. Alles zu Fuß eben halt, genau. Hier oben dann der große Kletterpark, abgebildet wie ein Schiff. Das ist also der Mast. Wenn man das richtig sieht, leider kommt so nicht zur Geltung, ist der größte freistehende Kletterpark und direkt hier beim Hafen mit dabei. Dann hat man Trampolini für die Kinder mit allen Möglichkeiten. Ja, vorne das große Brauhaus. Das Gastronomie hier auch, hier vorne direkt? Oder? Und blaue Rundgebäude ist Ristorante Roberto zum Skipper. Und Roberto, ein sehr, sehr guter Koch vom Gardasee. Mittlerweile am Wochenende muss man rechtzeitig den Tisch vorbestellen. Kann man ganz toll empfehlen. Ganz tolles italienisches Restaurant. Was ist hier? Hier auch eben halt dann die Möglichkeiten, dann noch eine zusätzliche Seiteneinstiegsluke, eben halt Wasserschlauch, Fender und die Sachen dann hinzulegen. Das sind die Möglichkeiten. Entsprechend auch die Ankervorrichtung, ein manueller Anker, dass man auch die Möglichkeit hat,
irgendwo vor Anker zu gehen. Manuelle Anker, was heißt das? Manuell, das heißt, vorne ist eben halt der Stab für die Ankerbremse zu lösen. Also kein Motor? Kein Motor, genau. Und nachher eben halt für den Anker nochmal aufzunehmen, wird einfach die Ankerbremse geschlossen und dann hier mit der Transmission einfach mit dem Hebel die Ankerkette nochmal aufgenommen. Ankerkette sind über 30 Meter, die sind noch mit dem Boot verbunden, also auch für tiefere Gewässer schon vorbereitet. Und das langt, so ein Anker, wenn ich dann... Hier auf Saar-Mosel, wo man keine Strömungsverhältnisse hat, da reicht allein das Ankergewicht. Wassertiefe ist so bei 3 bis 4 Meter. Wenn der Anker eben halt auf Grund gefallen ist, dann steht das Boot. Du weißt alles, das finde ich so geil. Ja gut, du machst das ja schon ewig. Ja. Ich hab ja gar keine Ahnung von Schiffen, deswegen finde ich es so toll, dass ich dich dabei habe. Du auch immer schön sagst, nee, hier ist noch was. So, das ist eine Glocke, wenn du die mal gerade läutest. Ja genau, da hat man die Möglichkeit. Essen, oder? Eben halt gesagt, ja genau, Mittagessen ist fertig. So, also das ist das Boot. Und auch sehr schön jetzt eben halt genau jetzt, wo der Herbst beginnt mit der Taubildung. Ich finde das so geil hier, die Spinnenweben, die lieben dieses Boot hier. Das ist wahrscheinlich eine Sache von einem Tag, da sind die alle hier. Und ja, ein ganz eigenes Hobby. Also wenn ihr Lust habt, so ein Boot mal zu kaufen, ihr habt ganz viele Boote, die zum Verkauf stehen. Nicht alle stehen zum Verkauf, aber viele, einige immer wieder. Genau, ist immer ein Wechsel. Von daher lohnt sich eigentlich immer auch eben halt ein Anruf und ein Weg nach Merzig, weil wir haben auch Boote in verschiedenen Preisklassen, in verschiedenen Altersklassen. Von daher immer aktuell gerne nachfragen oder vorbeikommen. Man hat immer Möglichkeiten, mehrere auch gleichzeitig zu zeigen. So, also wenn Sie noch eine 250.000 übrig haben, dann kann man hier was ganz Tolles investieren, was man wahrscheinlich dann nach Ablauf von 10, 20 Jahren Nutzungsdauer dann wieder anbieten kann. Das ist, ich denke, auch das Thema Diesel. Was denkst du, wie wird entsprechend die Antriebsarten sein in 20 Jahren? Solar? Ja, gut. Wasserstoff? Man arbeitet auch schon eben halt an Hybridlösungen. Es wird immer mehr auch eben halt elektrische Antriebe geben und stärkere elektrische Antriebe geben. Die Batterietechnik wird sich verändern und verbessern. Gibt ja schon erste Boote. Linsen ist da auch ein Vorreiter, der eben halt schon elektrische Boote eben halt dann gebaut hat. Und je besser und leistungsfähiger und leichter die Batterien werden vom Volumen her, umso besser lassen die sich verbauen und dann kommen diese Lösungen automatisch auch mit. So, hier außen ist ja alles verrottungsfrei, das heißt, hier läuft alles dann ab. Wenn es regnet, läuft es auch wieder in die Saar, nehme ich an. Genau. Oder in die Mosel oder wo auch immer. So, das heißt, Liegeplatz hier zahle ich im Monat so um die 200 Euro? Kann man ungefähr so rechnen, genau. Ja. So, und hab dann meinen Platz. Sag mal, wenn ich jetzt hier liege, kann ich als Erstwohnsitz ein Boot haben? Ist das möglich? Oh, die Frage hat sich noch nicht gestellt, aber im Prinzip weiß ich, dass es an den Häfen schon Briefkästen gibt. Ja, und dann sind die auch postalisch. Es gibt eine Straßenanschrift. Ja, das hier ist so ein Stromanschluss, ja? Genau, das ist Stromverteiler hier am Steg. Aber wenn das jetzt kalt ist im Winter und ich liege jetzt hier, das Wasser kann ja einfrieren, oder? Und wenn es gefroren ist, macht es den Booten nichts aus, weil das Eis ja rechts und links an den Booten hochwandert. Also das Boot wird nicht vom Eis erdrückt. Und so kalte Winter hatten wir jetzt auch schon lange nicht mehr. Aber auch hier der Merziger Hafen hatte schon Eisbildung. Und die Boote haben es unbeschadet überstanden. So, hier sind wir in Merzig heute. Auf die Uhr gucken, 4. Oktober 2022. Wahnsinn, also was du für ein tolles Hobby hast. Und ja, am besten geht ihr mal auf die Webseite. Wie ist der Name von eurer Webseite? Genau, die saarmoselyachtcharter.de. Hier vorne steht's. Genau, das kann ich zeigen. saarmoselyachtcharter.de, geht einfach drauf. Hier vorne, warte. Yachtcharter, da ist die Schrift schöner, deswegen hast du gesagt. Ja. So, das werden wir gleich mal sehen. Wir haben noch 2 Yachten, die wir heute zeigen. Einmal die Linsen Grand Sturdy 4.0.9 ist es nicht. Da stehen wir gerade davor, genau. Das ist die Motoryacht Sunshine, die auch einen neuen Eigner sucht und die wollen wir gleich vorstellen. Wahnsinn, das werden wir gleich mal sehen. Peter, sag mal deinen vollen Namen. Ja, Schönberger Peter.
Und du kommst auch aus Merzig hier, oder? Aus Saarlouis, ja. Aus Saarlouis. So, das ist hier ganz in der Nähe. Liegt ja alles hier an der Saar. Und wie der Name schon sagt, wenn ihr Lust habt, geht auf saarmoselyachtcharter.de. Kann ich Probe fahren mit den Schiffen? Genau, das ist möglich. Wie gesagt, Skipper-Trainingskurse bieten unsere Mitarbeiter mit an. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, die ersten Fahrversuche zu machen. Ja, hier waren wir sogar auf der Boot in Düsseldorf. Die ist ja nächstes Jahr wieder oder demnächst wieder, oder? Ich denke, im Januar wird die Bootsmesse jetzt nach 2 Jahren Pause auch wieder kommen. Da gibt es auch viel zu sehen. Viele Yachten, viele große Sachen. Die größte Bootsmesse, glaube ich, der Welt, oder? In Düsseldorf? Das ist die größte Bootsmesse der Welt, ja. Der Welt, die dann kommt. Event, das jedes Jahr im Januar in Düsseldorf stattfindet. Vielen Dank fürs Einschalten. In der dritten Kalenderwoche im Das ist ja blöd, da bin ich ja zufällig in Stuttgart auf der CMT, aber sonst hätte ich da mal vorbeigeguckt. CMT ist immer so kombiniert, dass genau nach Ende CMT die Bootsmesse sich überschneidet, an dem Wochenende beginnt. Sehr schön. Vielen Dank fürs Einschalten. Peter Schönberger mit gleich einem anderen Video. Wenn ihr Lust gewonnen habt, dann werdet ihr gleich mal, die ist ein bisschen breiter, oder? Die ist 3,40 Meter, dann wird man auch nachher mal sehen, auch vom Raumgefühl macht das immer noch mal eben halt die Geräumigkeit entsprechend verändert aus. Preis von dem Boot, wie wird das im Moment? 340.000. 340.000. Danke fürs Einschalten. Tschüss.